und willkommen zu meinem heutigen Video. Und wie man vielleicht merkt, ich bin happy. Es ist nämlich etwas passiert, worauf ich mich schon so lange gefreut habe, weil es so mein erstes Ziel hier auf YouTube quasi war. Man setzt sich ja, oder ich bin so, ich setze mir immer so Etappenzielchen, die ich erreichen möchte. Und dazu haben eben die 1000 Abonnenten auf YouTube gehört. Wenn man jetzt andere YouTube-Channel anguckt, ist es so ein bisschen so, 1000 Abonnenten, so, yay. Aber es ist ja doch so, dass ich sehr viel Zeit und Energie und so weiter in meine Videos und die ganze Arbeit und so weiter hier investiere. Und für mich waren einfach so diese 1000, war für mich so dieser, ja, keine Ahnung, dieser erste Schritt, wo ich so irgendwie gesagt habe, ab da weiß ich, dass es wirklich Menschen gibt, die sich das anschauen. Nein, es ist ein bisschen blöd zu erklären, aber das war einfach so mein erstes Ziel, das ich erreichen wollte, auf das ich so hingearbeitet habe. Und das habe ich jetzt erreicht und ich bin super mega happy. Es werden immer mehr und ich danke euch allen dafür vielmals. Ich danke allen treuen Dani Whalen Videoguckern und ich denke auch allen, die neu hier sind und denen es Spaß macht, meine Videos anzugucken. Danke, 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 dass ihr immer wieder dabei seid. Ich möchte an der Stelle für diejenigen, die es nicht wissen, übrigens auch sagen, wenn ihr die Glocke auf meinem YouTube-Channel anklickt, aktiviert, dass ihr dann auch immer Benachrichtigungen bekommt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ich weise zwar fast immer auf Instagram auch darauf hin, und ihr wisst ja Mittwoch und Sonntag ist es immer soweit, aber trotzdem wollte ich es nochmal gesagt haben. Ja, auf jeden Fall hatte ich eigentlich Lust, mir eine Flasche Shampoos aufzumachen, aber es ist jetzt gerade mal 11 vormittags, deswegen gibt es Tee. Wir trinken Tee und wir quatschen über 2, 3 Dinge. Also, wie gesagt, danke nochmal an euch alle. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Und ich habe mir davor eigentlich schon gedacht, ich möchte eigentlich wieder ein Gewinnspiel machen, wenn ich die 1000 erreicht habe. Da das jetzt irgendwie doch viel schneller ging, als ich erwartet hatte, weil ich meine, ich habe schon so einen groben Überblick, wie viel sich so ungefähr auf meinem Channel kontinuierlich tut und so weiter, aber dieses von der 900 jetzt auf die 1000, das war so bam und vorbei irgendwie und ich bin nur so, wow, was ist denn jetzt kaputt auf einmal? Und deswegen habe ich mir, Schande über mich, noch gar nicht so richtig Gedanken dazu gemacht, was ich eigentlich machen möchte, was für ein Gewinnspiel ich machen möchte. Gibt es einen Gewinner oder gibt es wieder 3 oder mehr? Nein, ich glaube 3 reicht völlig, aber ich habe noch überhaupt keine Überlegungen gemacht, mir noch nichts zusammengestellt, was derjenige bekommt oder so. Also wie gesagt, so, forgive me, aber ich muss mir da erst noch Gedanken drüber machen, aber jetzt wisst ihr schon mal Bescheid. Es gibt auf jeden Fall ein Juhu 1000 Abonnenten Gewinnspiel irgendwann demnächst. Also wenn ihr fleißig immer einschaltet, verpasst ihr es bestimmt nicht. Genau, ich muss mir nur erstmal noch Ideen und Pläne und so und ja. Ansonsten wird am Mittwoch, also zum nächsten Videostichtag quasi, ich glaube, das ist ja klar, das ist ein Mittwoch eigentlich, wird mein erster Kanal-Trailer online gehen. Ich habe schon Pläne für den eigentlichen oder für einen anderen Trailer. Das wird aber ein bisschen aufwendiger und da brauche ich mehr Zeit dazu. Und ich wollte schon ewig diesen Trailer eigentlich wollte ich den schon immer fertig machen und ich habe es irgendwie immer verplant und deswegen habe ich jetzt einen Trailer zusammengestellt, der lädt gerade hier hinter der Kamera, hinter euch quasi, lädt das Ganze gerade hoch. Ja, damit es so ein bisschen so ein Video gibt, wo man checkt, was eigentlich auf diesem Channel so los ist. Wie gesagt, ich habe schon eine Idee für einen aufwendigeren Trailer, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis der gedroppt wird. Also werden wir uns vorerst mit dem Danke PC
Also werden wir uns vorerst mit dem jetzigen oder baldigen Trailer vergnügen müssen. Sorry, wenn jetzt die ganze Zeit dieser PC hier bimmelt, aber ich bin gerade, um ehrlich zu sein, zu faul, um aufzustehen und den Ton auszumachen. Naja, das ist ein Wunder, dass ich eigentlich schon wach bin. Ich habe bis 3 Uhr bin ich wach gelegen, nein länger, bis 3:30. Und ich war trotzdem um kurz vor 9 heute wach. Und kennt ihr das, wenn ihr dann so sich euer Kopf so anfühlt, als wäre so riesengroß und irgendwie aufgeschwemmt oder so? So fühlt sich mein Kopf im Moment an. So. Ja, ich hab ja auch so ein paar neue Neuerungen. Neue Neuerungen? Also einmal ist es ja so, dass ich Step by Step jetzt aktuell Videos versehe mit englischen Untertiteln. Auch unter diesem Video hier werden Untertitel geschaltet sein. Tata! Weil vor allem auf Instagram mir tatsächlich immer mehr Leute folgen aus nicht deutschsprachigen Ländern. Und ich habe mich ja, was heißt, ich weigere mich, das ist das falsche Wort. Aber ich möchte doch auch die Leute mit Videos abdecken können, die Interesse an allem, was ich so mache, irgendwie haben, die aber eben kein Deutsch verstehen. Und da ich aber keine englischsprachigen Videos machen möchte, weil ich glaube, dass es abgesehen von mir keine YouTuberin, dafür bin ich viel zu klein, aber keinen YouTube-Channel gibt, der solche Videos macht über das ganze Vintage-Gedöns auf Deutsch. Zumindest nicht regelmäßig, nicht, dass ich wüsste. Ich habe viel gesucht und wurde bisher nicht fündig. Und ich wollte halt nicht der 395 Millionste Mensch sein, der in Englisch, vor allem in dann nicht mal wirklich super gutem Englisch. Es ist nicht so, als ob mein Englisch total schlecht wäre, aber es ist nicht gut genug, um Videos zu machen auf englischer Sprache auf jeden Fall. Es ist schon teilweise tricky genug, diese Untertitel hier dazu zu machen in einer möglichst guten Englisch. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall ist das sowas, woran ich gerade auch ganz viel arbeite, was nochmal zusätzlich sehr anstrengend ist, so diesen Videos, diese 2 Videos, die ich pro Woche eben rausbringe, denn ich habe inzwischen doch weit mehr Videos, als ich dachte. Und die alle jetzt nachträglich mit Untertiteln zu versehen. Und ich versuche auch eigentlich immer, wie gesagt, ich versuche es funktioniert leider nicht immer zeitlich, die Videos, die ich neu hochlade, auch sofort mit Untertiteln rauszubringen. Aber es ist manchmal einfach nicht möglich. Ich gebe mein Bestes. Und ja, ich muss kurz was trinken. Auf jeden Fall, wie gesagt, Untertitel ist auch im Moment einfach so ein ganz großes Thema, weil ich möchte, dass das läuft. Und ja, zusätzlich habe ich dann auch noch so ein paar neue Videorubriken eingeführt. Die meisten wissen ja, dass alles auf meinem Channel hier schön fein säuberlich in Themenbereiche und Playlists unterteilt ist. Und ich habe ja so ein total putziges 50er Jahre Original Deutsch Oldschool Rezepte Kochbuch mir mal geholt, wo eine Menge wirklich cooles Zeug drin ist und eine Menge ziemlich absurde Dinge. Dazu gibt es eben eine neue Playlist. Das erste Video zu diesem Vintage Cooking Gedöns wird bald online gehen. Das ist gerade noch so in Bearbeitung. Ich kam einfach noch nicht dazu, es fertigzustellen, um ehrlich zu sein. Das ist so eine neue Videorubrik, wo kontinuierlich immer wieder ein neues Video rauskommen wird. Ich denke mal ein Kochvideo pro Monat, vielleicht mal 2. Es ist so ein bisschen davon abhängig, wie, was, wann, wo und wie viel Zeit ich habe und so weiter und so fort. Vor allem, weil ich ja meine Ernährung komplett umgestellt habe eigentlich. Kein Fastfood mehr. Wenn ich koche, eigentlich möglichst wenig Fett und möglichst wenig Zucker, beziehungsweise fast gar keine eigentlich. Und alles, also ich habe auch 4 Kilo abgenommen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall so ein bisschen rumgepopelt in meiner Ernährung. Dementsprechend sind auch diese oft recht fettigen Rezepte jetzt nichts, was ich jeden Tag zu mir nehme. Deswegen kann ich nicht hier ständig irgendwelche Kochvideos droppen. Aber ab und an
gönne auch ich mir dann mal was und dazu gehören dann auch eben dieses Ausprobieren von diesen ziemlich coolen alten Rezepten und die teile ich natürlich gerne mit euch. Als absoluter Cocktail-Fan, die ich mir auch noch eher, also nur noch seltener gönnen darf, auch wenn ich es nicht möchte eigentlich. Ich möchte nicht auf meine Cocktails verzichten. Aber was soll man machen? Auch dazu habe ich ja schon ein erstes Video hochgeladen, wo ich euch zeige, wie man einen Cosmopolitan mixt. Ich habe erst überlegt, mich wirklich nur auf Oldschool-Cocktails zu beschränken. Und dann dachte ich mir so, naja, eigentlich muss ich das ja nicht unbedingt, weil die meisten Cocktails, die moderner sind, stammen von irgendeinem Grundrezept ab, das irgendwann mal vor zig Jahren, meistens so in den 30ern, wo die Cocktails so ihr Hoch hatten, so, da irgendwie entstammen aus irgendeinem alten Rezept und so ein bisschen abgewandelt wurden. Ich muss mal gucken, ich weiß noch nicht, was ich als nächstes für ein Cocktailrezept, keine Ahnung, rausbringe. Ich habe mir ziemlich viele aufgeschrieben, ich muss mich dann erstmal dazu entschließen, wieder einkaufen zu gehen, denn meine Bar, also wir haben einen Partyraum hier im Gebäude mit einer Bar und abgesehen von meiner Küche, wo auch immer irgendwas Alkoholisches gelagert ist, aus dem man Cocktails machen kann. Habe ich aber nicht immer alles da natürlich. Ich bin kein Barbetrieb, der grundsätzlich Schränke voll hat mit allen Zutaten und sich zu jedem Zeitpunkt, jeden Tag irgendeinen anderen Cocktail mixen könnte. Ich muss auch immer erst einkaufen. Das heißt, ich muss mich erstmal wieder dazu entschließen, irgendwie, ja, weiß ich nicht, einkaufen zu gehen. Und das kann auch dauern, weil momentan habe ich so ein paar Dinge zu zahlen, wie Autoversicherung und Werkstatt und wir planen so ein paar andere Dinge, die ich euch gleich noch erzähle, zu tun, die auch viel Geld kosten. Das heißt, ich muss momentan so ein bisschen abwägen, wie, was, wann, wo und so. Aber es werden mehr Cocktail-Videos kommen. Also für alle begeisterten Cocktailtrinker unter euch, so wie ich, cheers, kommen eben kontinuierlich neue Videos in diesem Bereich. Was ich auch noch gerne machen möchte, ist so ein bisschen Läden besuchen, Vintage-Läden mit wirklich Original-Vintage-Sachen, mit Repro-Marken, Second-Hand-Läden, wie auch immer, Bars oder sowas, die diesem ganzen Vintage-Stil entsprechen und würde da gerne Videos drüber machen, so städteabhängig so ein bisschen. Das ist auch so was super Zeitaufwendiges. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich meinen Freund habe, der da eigentlich immer so ziemlich schnell mit dabei ist und so weiter. Aber es ist trotzdem sowas, man braucht halt schon eigentlich so einen kompletten Tag, um dann wirklich da reinzugehen. Ich würde da einfach auch gerne mit den Ladenbesitzern ein bisschen quatschen über ihren Laden, wie kam es dazu, die da du und so weiter. Weil ich finde das super schön und ich bin total neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde das auch ganz toll. Ich habe meiner Freundin geholfen, die einen eigenen Laden hat und die dann eben ihre Sale-Artikel auf einem Flohmarkt weiter verkauft hat und habe der so mit unter die Arme gegriffen dann bei der Beratung von den Mädels und mir hat es so viel Spaß gemacht. Ich fand es so schön, wenn jemand vom Spiegel steht und ist so, ach, steht mir das wirklich? Und du hilfst denjenigen so ein bisschen und gibst ihnen noch irgendwie einen Gürtel mit dazu und sagst so, ja, das könnte noch ganz gut passen und dann sieht das Ganze auch gleich ganz anders aus und dann sind die total happy und ich fand das auf jeden Fall super toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen beneide ich jeden, der so einen Laden hat, weil ich fände das auch mega, mega, mega cool. Aber gut, man kann nicht alles haben und machen und tun in seinem Leben. Aber das würde ich gerne noch machen, aber das braucht einmal Vorbereitungszeit. Dann ist es natürlich auch so, ich sollte natürlich erstmal Läden finden, die sagen, natürlich, du kleine YouTuberin mit deinen 1000 Abonnenten, komm vorbei und interviewe mich. Muss ich mal schauen, ob es wirklich Menschen gibt, die da Bock drauf haben. Deswegen kann es vielleicht noch dauern, wenn dieser Channel noch so ein bisschen gewachsen ist, dass ich dann sowas tue. Aber ich klemme mich dahinter natürlich, weil ich möchte das unbedingt tun, weil ich möchte das Ganze mehr fördern und möchte, dass die Leute irgendwie eine Quelle haben. Also wie zum Beispiel jetzt so, dass sie sagen so, okay, ich bin dann mal eben in München, ich bin aktuell, wohne ich halt hier so. Was gibt es denn da so? Weil ich finde, es ist tatsächlich ziemlich schwierig, online das irgendwie zu finden. Und dann könnte man sich da durch diese Playlist so ein bisschen durchgraben und so ein bisschen was finden. Das fände ich eigentlich ganz schön. Das ist so der Grundgedanke. Außerdem so eine Videogeschichte und da brauche ich euch jetzt im Endeffekt.
Ich habe ja schon öfter mal so ein bisschen rumgefragt, so was sind so eure Ideen oder was möchtet ihr denn sehen auf meiner YouTube-Channel? Ich habe grundsätzlich ultimativ viele Ideen und Pläne, was ich machen möchte. Also nicht nur diese 3, die ich jetzt aufgezählt habe. Ich habe eine ganze Liste, eigentlich mehr als nur eine Liste, mit verschiedensten Videoideen und Themen und so weiter und so fort. Und die werde ich auch alle Step by Step natürlich umsetzen. Ich versuche immer jedes Mal ein bisschen ein anderes Video rauszubringen und nicht jetzt irgendwie 5 Haartutorials auf einmal, dann 3 verschiedene Make-up-Dinger und dann 5 Rezepte. Ich finde, das ist dann nicht sehr abwechslungsreich. Ich versuche das so einmal das, einmal das, einmal das zu machen. Und es ist natürlich schon so, wenn ihr irgendwas habt, was ihr wissen oder sehen wollt, könnt ihr das immer gerne unter ein Video dazu schreiben. Grundsätzlich bin ich sehr offen für eure Vorschläge und Wünsche. Ich meine, ihr seid diejenigen, die sich diese Videos anschauen. Also, wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, bin ich dafür immer offen, wenn mir das natürlich wichtig ist, Videos zu machen, die euch interessieren. Sonst hat das ja keinen Sinn. Ich kann nicht nur Sachen machen, die nur ich toll finde. Also ich sollte sie schon auch toll finden, aber wenn jetzt ich die Einzige bin, die das interessant findet, dann ist das irgendwie Quatsch, da ein Video drüber zu machen. Und da ist es auch so, es haben mich total viele schon darauf angesprochen, ob ich nicht mal ein Q&A, also so ein Frage-Antwort-Video machen würde. Ihr stellt die Fragen, ich gebe die Antworten und ich fände sowas total cool, aber, das habe ich auch den Leuten immer gesagt, so, ich brauche dafür aber Fragen. Also, ich kann mich ja nicht hinsetzen und sagen, ich mache jetzt ein Q&A-Video. Und habe aber keine Fragen, die ich beantworten kann. Deswegen mein Aufruf an euch. Wenn ihr Fragen habt, postet sie jetzt unter dieses Video in die Kommentare, damit ich demnächst mal diese Wünsche erfüllen kann oder einen dieser Wünsche und endlich ein Q&A-Video machen kann. Weil ich habe bisher von, ich glaube, es waren, weiß nicht, wie viele Personen mich schon auf ein Q&A-Video angesprochen haben und 3 davon haben mir dann danach eine Frage geschickt und ich war so, okay, gut, alles klar. Deswegen, mir reichen, wenn ich insgesamt 10, 15, eigentlich 10, ich weiß es nicht, so mindestens 10 Fragen möchte ich eigentlich schon haben, die ich beantworten kann dann. Sonst ist das irgendwie Unsinn. Also jeder, der Bock hat und irgendwas wissen will, egal was, fragt einfach. Was gibt es sonst noch so Neues? Meine Küche ist ja grundsätzlich eigentlich fertig, bis auf so 2, 3 kleine Kleinigkeiten. Das sind mehr so optische Dinge, zum Beispiel dieser Spritzschutz an der Wand hinter Waschbecken und hinter Herd. Da ist das Material so ein bisschen blöd und hat nicht richtig gehalten. Deswegen fehlt da im Moment die Hälfte und das ist so ein bisschen schade, weil ich war eigentlich schon drauf und dran, dieses American Diner Küchenvideo zu drehen, wo ja super viele von euch total Bock drauf haben. Ganz viele waren ja bei dem Cocktailvideo schon so, oh, Sneak Peek von der Küche, yay! Und ich war so, ja, ich möchte eigentlich auch schon seit 2 Monaten dieses Video rausbringen, aber wir sind noch nicht fertig. Leider. Ja, deswegen müsst ihr euch noch so ein bisschen gedulden. Dann kommt auch die viel gefragte Wohnungstour, wo ich euch hier meine Wohnung hier im Outback, also ich bin ja so ein Pendler zwischen 2 Wohnungen in München und hier und das ist eben meine Wohnung und da wollten auch mal viele, also so eine Wohnungstour komplett durch und die gibt es natürlich auch erst, wenn die Küche komplett fertig ist und wenn die Küche, das Küchenvideo raus ist. Dann gibt es so eine Tour durch alle Räumlichkeiten. Außerdem, hier wo ich gerade sitze, ich finde es zwar mega gut, dass ich endlich mal einen einheitlichen, einfarbigen Hintergrund hinter mir habe. Das ist ziemlich schwierig, weil überall hier Dinge rumstehen und Dinge an den Wänden hängen. Und die Wand ist auch gerade nur leer, weil hier so ein Schrank hinkommt, den ich von einer Freundin bekomme, so ein Vitrinenschrank. Ich finde es gerade total toll und ich muss mal echt überlegen, ob ich mir nicht irgendwie eine Leinwand kaufe, die ich so hinter mich platziere für kommende Videos, weil ich finde es gerade so angenehm, es ist nicht so unruhig im Hintergrund. Schreibt mir auch dazu gerne mal, ob ihr das gut findet so oder ob ihr gerne diese Unruhe hinten im Bild habt von meinen Räumlichkeiten hier. Es ist halt so ein bisschen blöd, dass hier einfach alles vollgestellt ist, aber mein Gott, that's how it is. Genau, deswegen, wie gesagt, also grundsätzlich ist alles fertig hier in der Wohnung. Alles fertig. Aber
der Feinschliff fehlt noch und dann kommen diese Videos. Was ich vorhin sonst noch angesprochen habe, wegen hier Money sparen und so weiter. Mein Babe und ich, wir planen einen größeren Trip nächstes Jahr in die USA. Und zwar einmal nach New York, was daran liegt, dass mein Freund da mal gewohnt hat für 3,5, 4 Jahre in seiner frühen Jugend, Kindheit und da mal wieder hin möchte. Und ich finde, New York ist sowas... Es wäre sich an allererster Stelle auf meiner Liste gestanden, aber es ist schon sowas, was für mich Priorität hat, weil ich finde, dass so diese Städte in den USA schon sowas sind, wo man einfach mal gesehen haben sollte irgendwie. Und ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Und unser Kompromiss quasi war, also Kompromiss, weil er meinte schon so, wenn ich dieses Jahr schon fliegen und ich war so, ich wollte ja schon seit 3 Millionen Jahren circa, vielleicht auch plus minus 3 Jahre, aufs Viva Las Vegas Festival nach Las Vegas. Und wir haben es jetzt so ausgemacht, dass wir eben ein paar Tage, nicht ganz eine Woche wahrscheinlich, in New York sind und dann nochmal 6 Stunden. Ich habe das total irgendwie nie auf dem Schirm gehabt, dass man von New York ja nochmal 6 Stunden fliegt nach Vegas und da auch nochmal 3 Stunden Zeitverschiebung hat. Irgendwie war das in meinem Kopf nicht vorhanden, weil es irgendwie einfach dasselbe Land ist. Auch wenn man die Karte im Kopf hat und weiß, da ist das eine und da drüben irgendwo ist das andere. Ich habe da nie dran gedacht. Naja, wie auch immer. Genau, und das steht auf dem Plan. Und natürlich frisst so ein Trip auch ein bisschen Geld. Ich meine, der Flug dahin, der Aufenthalt dort, der Flug darüber, der Aufenthalt dort, der Flug dann wieder zurück. Das Ticket für Viva Las Vegas Festival ist das kleinste Problem tatsächlich. Dann ist man da ja noch vor Ort. Man möchte ja doch irgendwie was essen und was anschauen und vielleicht auch mal was einkaufen oder so. Deswegen, und es gibt ja noch so 2, 3 andere Dinge in meinem Leben, auf die ich hinspare, von denen ich möchte, dass sie in den nächsten 2 Jahren, innerhalb der nächsten 2 Jahre passieren. Ja, deswegen ist halt jetzt so ein bisschen Sparen angesagt. Naja, aber ich freue mich trotzdem schon riesig auf alles, was noch kommt und was so auf meinem Planungslisten-Ding steht. Und halte euch natürlich immer auf dem Laufenden. Ist ja eh klar. Ne? Genau. Und jetzt habe ich eigentlich auch schon lange genug gelabert und geredet. Wie gesagt, es kommt jetzt dann dieser Trailer raus zum nächsten Video. Stichtag, Mittwoch und Sonntag. Ihr wisst Bescheid. Und ja, danke nochmal an euch alle, dass ihr hier auf meinem Channel seid und meine Videos anguckt. Ich liebe euch alle. Das klingt total blöd. Im Englischen klingt es immer so, I love you all, haha, yay. Und hier klingt es immer so, ich verneige mich vor euch, ich werfe mich vor euch auf den Boden. Nein, also danke an euch alle. Ich habe euch alle lieb. So, das klingt viel besser. Ich habe euch alle super lieb. Danke, dass ihr immer mit dabei seid, up to date seid. Genau. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Baba!